Well, today we're going to be talking about enhancing emotional intelligence. Heute werden wir über das Thema sprechen, Stärkung der emotionalen Intelligenz. First of all, what is emotional intelligence? Zunächst stellen wir die Frage, was ist überhaupt emotionale Intelligenz? It's understanding your emotions Das bedeutet, die eigenen Emotionen zu verstehen and the emotions of others und die Emotionen der anderen zu verstehen. and responding to those emotions in a healthy way. Und auf diese Emotionen in einer gesunden Art und Weise zu reagieren. It turns out our behaviors powerfully influence our thoughts and emotions. Unsere Verhaltensweisen beeinflussen in sehr starker Weise unsere Gedanken und Emotionen. This is why particularly the first part of our programs are more behaviorally related. Und das ist der Grund, warum der erste Teil unseres Programms gewöhnlich mehr mit unseren Verhaltensweisen zu tun hat. We're changing their exercise. Wir verändern die körperliche Bewegung unserer Teilnehmer. We're even having them begin to work with their hands in 3 dimensions. Oder wir sorgen dafür, dass sie anfangen, mit ihren Händen zu arbeiten, also in einer dreidimensionalen Welt. How do we do that at Weimar Institute? Wie machen wir das dort am Bremer Institut? Well, there's several ways, but there's one way called farm fun. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber eine der Möglichkeiten ist, die nennen wir Farm Fun, also Spaß auf der Farm. And many of these depressed people get pretty upset when they realize they're being taken out to the farm to work. Und viele dieser depressiven Patienten werden ziemlich wütend, wenn sie merken, dass wir sie mitnehmen auf die Farm, wo sie arbeiten I sollen. paid thousands of dollars to come to this program, and now you're making me work on your farm. Ich habe Tausende von Dollar bezahlt, um dieses Programm durchzumachen, und jetzt lassen sie mich auf ihrer Farm arbeiten. And so now you're getting free labor out of me as well. Und jetzt bekommen sie von mir für das Geld, was ich ihnen bezahlt habe, noch umsonst die Arbeit. But you know, after an hour of farm fun, they come back smiling and they're all talking about it, and you can see there's already a change that's starting to take place in their brain. Aber nachdem sie eine Stunde auf der Farm gearbeitet haben, kommen sie zurück und strahlen über das ganze Gesicht und erzählen, was sie dort erlebt hat. Und wir sehen, dass bereits die Wirkung anfängt, im Gehirn ihre Arbeit zu tun. Of course, we're giving them food high in tyrosine and tryptophan. Natürlich geben wir ihnen auch eine Ernährung, die hoch an Tryptophan und Tyrosin ist. No oxidized cholesterol, no arachidonic acid. Also kein oxidiertes Cholesterin und keine Acharodinsäure. And we're also doing something that is virtually foreign to most of the people in our program. Und dann tun wir auch etwas, was im Prinzip für die meisten Menschen in unserem Programm etwas völlig Neues ist. They would never choose this for themselves. Von sich selbst aus hätten sie das nie gewählt. But we're putting them to bed early and we're getting them up early. Aber wir bringen sie ganz früh zu Bett und wecken sie dann sehr früh wieder auf. And at first, that requires us to go and knock on their doors in the morning. Und am Anfang ist es so, das bedeutet, dass wir an ihre Tür morgens klopfen müssen. And they have to actually open up the door and show us they're out of bed before we leave. Und wir warten so lange, bis sie die Tür öffnen und wir sehen können, sie sind aus dem Bett aufgestanden, bevor wir wieder gehen. And they start getting exposed to their blue light box, which will reset their circadian rhythms. Und dann müssen sie die Lichttherapie machen mit dieser Lichttherapie-Box, wo blaues Licht kommt, damit ihr zirkadianer Rhythmus wieder auf die Reihe kommt. And it's amazing what those behavioral changes will do. Und es ist ganz erstaunlich, was diese Veränderungen im Verhalten bewirken. Within 7 days, these people will actually want to go to bed early and they'll wake up early energetic. Und innerhalb von 7 Tagen wollten diese Personen von selbst gerne früh zu Bett gehen und sie wachen morgens früh auf von ganz alleine und sind energiegeladen. You can see even the expressions on their faces improve as they start to realize the importance of what they're learning and putting into practice. Und man sieht, wie sich ihr Gesichtsausdruck total verändert, weil sie erkennen, wie wichtig das ist, was sie dort an Veränderungen lernen und welche Auswirkungen das für sie hat, wie wichtig das ist. So it is true, our behaviors powerfully influence our thoughts and emotions. Es ist also wirklich wahr, unsere Gedanken beeinflussen in ganz starker Weise, unsere Verhaltensweisen beeinflussen in ganz starker Weise unsere Gedanken und Emotionen. But it's actually our thoughts that cause our emotions and behavior.
Aber tatsächlich sind es unsere Gedanken, die unsere Emotionen und Verhaltensweisen bewirken. The ancient philosopher Aristotle said, "There are many ways to demonstrate anger, and anyone can become angry. That is easy." Der alte Philosoph Aristoteles aus alter Zeit, er hat Folgendes gesagt: Es gibt viele Möglichkeiten, Ärger zu zeigen, und jeder kann wütend werden. Das ist nicht schwer. But to be angry with the right person Aber über die richtige Person verärgert zu sein and to the right degree und in dem richtigen Maß and at the right time und zur richtigen Zeit and for the right purpose und zu dem richtigen Zweck and in the right way, und auf die richtige Art und Weise, that is not within everyone's power, das liegt nicht in der Macht eines jeden. and that is not easy. Und das ist nicht leicht. Well, normally we quote from philosophers that we agree with. Normalerweise zitieren wir ja Philosophen, mit denen wir übereinstimmen. But I actually don't completely agree with that statement from Aristotle. Aber tatsächlich stimme ich nicht mit diesem Zitat von Aristoteles vollständig überein. What part do you think I do not agree with? Was glaubt ihr, welcher Teil ist es, mit dem ich nicht übereinstimme? It actually is within everyone's power once they know the principles of emotional intelligence. Tatsächlich liegt es in der Macht eines jeden, sobald er die Prinzipien der emotionalen Intelligenz kennengelernt hat. Emotional intelligence actually contributes more to successful and enjoyable living than IQ does. Tatsächlich trägt die emotionale Intelligenz wahrscheinlich stärker zu einem erfolgreichen und lebenswerten Leben bei, als es der Intelligenzquotient macht. Now, it doesn't mean IQ isn't important. Das bedeutet natürlich nicht, dass der IQ nicht wichtig ist. Studies show the higher your IQ is, the better job you get out of college. Die Studien zeigen, dass je höher der Intelligenzquotient ist, desto besser ist der Job, den man nach dem College bekommt. But actually, once you get that job, Aber tatsächlich, wenn man diese Arbeitsstelle erst einmal hat, how far you advance in the workplace no longer has anything to do with your IQ. wie weit man tatsächlich dann auf dieser Arbeitsstelle vorankommt, wie die Karriere ist, hat wenig Einfluss, wird wenig nur beeinflusst von unserem IQ. And we have people with high IQ come to our program. Und wir haben in unserem Programm Menschen, die einen hohen IQ haben. They haven't been very successful in the workplace. Sie sind auf ihrer Arbeitsstelle nicht besonders erfolgreich gewesen. And I'll say, why is it that you think with your high IQ that you've been passed over for promotions with so many others? Aber woran liegt das jetzt, dass jemand trotz seinen hohen IQs, wenn es darum geht, dass Beförderungen am Arbeitsplatz stattfinden, derjenige trotzdem ständig übersehen wird? And they will say, I figured it out because my boss doesn't have a high enough IQ to recognize my IQ. Und gewöhnlich heißt die Lösung dann, das liegt daran, sagt derjenige, dass mein Boss, dass der IQ meines Bosses nicht hoch genug ist, um zu erkennen, wie hoch mein IQ ist. And that's why I've been passed over. Und das ist der Grund, warum ich übersehen wurde. But actually, the reason why they've been passed over is how far you advance in your job is much more related to your emotional intelligence. Aber tatsächlich ist es so, wie weit man in seinem Job kommt, wie die Karriere ist und die Tatsache, ob man übersehen wird bei der Beförderung oder nicht, hat kaum etwas mit dem IQ zu tun, sondern in erster Linie mit unserem emotionalen Intelligenzquotienten. And the nice thing about emotional intelligence is it can be learned. Und das Schöne an der emotionalen Intelligenz ist, dass sie erlernbar ist. And it can be dramatically improved upon. Und diese emotionale Intelligenz kann erheblich verbessert werden. There are 5 components of emotional intelligence. Es gibt 5 Komponenten der emotionalen Intelligenz. The first part is knowing our emotions. Die erste ist, die eigenen Emotionen zu kennen. That means to be able to precisely identify not only what we're feeling, Das bedeutet, dass wir ganz präzise identifizieren können, nicht nur, was wir fühlen, but also why we are feeling that way. sondern auch zu wissen, warum wir so fühlen. And we actually don't know our emotions if we say we are feeling that way because of what the speaker just said. Und tatsächlich kennen wir unsere Emotionen nicht, wenn wir sagen, ich fühle deswegen so, weil der Sprecher im Moment gerade das und das gesagt Or hat. I'm feeling this way because this person just said this about me. Und ich fühle so und so, weil die und die Person gerade das und das über mich gesagt hat.
It's actually, remember, it's our thoughts that cause our emotions and behavior. Wir sollten uns erinnern, es sind unsere Gedanken, die our thoughts, Cause our emotions and es sind behavior. unsere Gedanken, die unsere Emotionen und unsere Verhaltensweisen bewirken. So it's actually our thoughts about what the speaker said, or our thoughts about what someone said about me, that's actually causing the emotions and behavior. Das heißt, es sind unsere Gedanken darüber, was der Sprecher gesagt hat, unsere Gedanken darüber, was irgendjemand anders gesagt hat, die bewirken, dass wir bestimmte Emotionen zu einer Sache haben. So although the first part of our program is behavior oriented, Obwohl also der erste Teil unseres Programms sich auf die Verhaltensweisen konzentriert, as the frontal lobe starts to awaken and the person can begin rational analyzing, wenn dann aber als Folge dessen der Frontallappen der Teilnehmer anfängt aufzuwachen und derjenige einfach rationaler denkt und analysieren kann, we then begin to teach them how to analyze their thoughts. dann beginnen wir ihnen beizubringen, wie sie ihre Gedanken analysieren können. And that's a big part of step number 1, self-awareness. Und das ist ein ganz wichtiger Teil von Schritt Nummer 2, der Selbsterkenntnis. The second part of emotional intelligence is managing our emotions. Die zweite Komponente, die hier genannt wird, ist, dass man diese Emotionen unter Kontrolle halten kann. Some people with low, or everyone with low emotional intelligence is simply managed by their emotions. Jeder, der einen niedrigen emotionalen Intelligenzquotienten hat, wird von seinen Emotionen kontrolliert. People with high emotional intelligence still have powerful emotions, Menschen, die einen hohen EQ haben, haben immer noch sehr starke Emotionen, but they're managing those emotions distinctly different. aber sie sind in der Lage, mit diesen Emotionen umzugehen, sie unter Kontrolle zu halten. Recognizing emotions in others is the third step. Und der dritte Schritt ist Emotionen bei anderen erkennen. And this is something that we can see even dramatic improvement on in as little as 10 days. Und das ist etwas, wo wir erstaunliche Verbesserungen in einer so kurzen Zeit wie 10 Tagen erreichen können. And once you do that, you also can develop more skills in empathy. Und wenn wir das durchführen, dann sind wir auch in der Lage, bessere Fähigkeiten im Bereich der Empathie zu entwickeln. The fourth aspect is managing relationships with others. Die vierte Komponente ist, die Beziehungen mit anderen gelingen zu lassen. Managing, since relationships have so much to do with our health and happiness, Da unsere Beziehungen so viel zu tun haben mit unserer Gesundheit und unserem Glücklichsein, it's not surprising that emotional intelligence has so much more to do with our happiness and fulfillment than IQ. es ist nicht erstaunlich, dass unsere emotionale Intelligenz so viel mehr zu tun hat mit unserem Glücklichsein als der Intelligenzquotient. The fifth aspect is motivating ourselves to achieve our goals. Der fünfte Aspekt ist, dass wir uns selbst motivieren, damit wir unsere Ziele erreichen. Have you met someone who has high IQ but did not do well in school? Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der einen hohen IQ hatte, aber in der Schule nicht besonders gut war? The problem wasn't that their IQ wasn't high enough. Das Problem war nicht, dass ihr IQ nicht hoch genug war. The problem is they didn't have the motivation. Ihr Problem war, dass ihre Motivation schlecht war. And they didn't have that because they didn't have emotional intelligence. Und die Motivation war schlecht, weil ihre emotionale Intelligenz niedrig war. This is why I'd much rather have a student come to Weimar with average intelligence Deswegen ist es mir viel lieber, wenn ein Student nach Weimar kommt, der nur einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten hat and we improve their emotional intelligence. und wir dann ihre emotionale Intelligenz verbessern. By the way, at Weimar Institute, if you are to come there in the college, Übrigens, wenn ihr zum College kommt, am Weimar Institut, it's a required freshman class to take a class that I teach called Optimize Your Brain. dann ist es eine Pflichtveranstaltung im ersten Semester, dass man eine Vorlesung besucht, die ich unterrichte, die heißt Optimiere dein Gehirn. And the second aspect of that whole semester is improving their emotional intelligence. Und der zweite Aspekt dieses Semesters ist, dass man ihre emotionale Intelligenz verbessert. Because I can take someone with average intelligence and high EQ and they can go anywhere academically.
Denn ich kann jemanden nehmen, der nur einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten hat, aber einen hohen emotionalen Intelligenzquotienten und ihm stehen sämtliche Türen offen in der Zukunft. Now, improving emotional intelligence has been shown to effectively prevent or treat depression, Emotionale Intelligenz, die Verbesserung des emotionalen Intelligenzquotienten hat sich als ein effektives, kann effektiv Krankheiten verhindern oder behandeln. It can also help improve phobias, Depressionen als erstes und als zweites Phobien, obsessive-compulsive disorder, Zwangsstörungen, post-traumatic stress disorder, posttraumatische Belastungsstörung, anorexia, Anorexie, bulimia, Bulimie and even addictions such as alcoholism or sexual addictions. und sogar Süchte wie Alkoholismus oder Sexsucht. But improving emotional intelligence also helps normal people. Aber seine emotionale Intelligenz zu verbessern, hilft auch ganz normalen Menschen. And I assume in a group this size, we have some of you represented in this group. Und ich denke, dass wenn wir uns die Größe des Publikums hier anschauen, werden wir mit Sicherheit Leute hier haben, auf die das zutrifft. But it helps normal people to think clear, Es hilft ganz normalen Menschen, klarer zu denken, communicate more effectively. effektiver zu kommunizieren. It fosters unity in group settings. Es fördert die Einheit in einer Gruppenkonstellation. It reduces polarizing statements. Es verringert polarisierende Aussagen. It promotes a happier life. Es fördert ein glückliches Leben. But all of this is actually accomplished without compromise or sacrificing the truth. Aber all diese Dinge können erreicht werden, ohne dass man Kompromisse mit der Wahrheit eingehen muss oder die Wahrheit opfert. Now, some people think this list has some incongruencies to it Einige Leute denken, dass es hier einige Unstimmigkeiten gibt in der Liste. because they believe that the only way you can have unity in a group setting is to put all of the differences aside. Denn sie glauben, dass die einzige Art, wie man in einer Gruppenkonstellation Einheit haben kann, dass man alle Unterschiede, die man hat, die Meinungsverschiedenheiten, beiseite legt. But actually, that produces only a superficial unity. Aber tatsächlich wird dadurch nur eine oberflächliche Einheit erzeugt. When stress comes into the situation, disunity erupts. Wenn Stress auftaucht in so einer Situation, dann ist die Einheit sehr schnell vorbei. The only way to have a bedrock unity that can withstand stress, The only way what? the only way to have a solid unity that can withstand stress, Die einzige Art und Weise, wie man eine Einheit haben kann, die wirklich Stress widerstehen kann, is to elevate truth as a primary principle. ist, dass man die Wahrheit als das wichtigste Prinzip an die Spitze stellt. And emotional, intelligent people are very interested in not only what is the truth, but are they thinking truthful thoughts? Und Menschen, die einen hohen emotionalen Intelligenzquotienten haben, sind nicht nur daran interessiert zu wissen, was ist die Wahrheit, sondern sie haben auch ein Interesse daran, dass ihre Gedanken, die sie haben, wirklich der Wahrheit entsprechen. Now, what are the influences on emotional intelligence? Was sind jetzt die Dinge, die Einfluss nehmen auf die emotionale Intelligenz? Our genetic makeup has a role to play. Eine Rolle spielt unsere genetische Konstellation. I won't even ask about some of the ethnic differences on who gets more angry, the Germans or the Romanians. Und ich werde jetzt nicht die Frage stellen über die ethnischen Unterschiede, wer leichter wütend wird, die Deutschen oder die Rumänen. But genetically, there are some people that are naturally more stoic than others. Aber rein von unserer genetischen Zusammensetzung her gibt es Menschen, die einfach leichter ruhig bleiben können als andere. Their childhood experiences can have a role to play. Auch unsere Kindheitserlebnisse können eine Rolle spielen. Our current level of emotional support can have a role to play. Unsere aktuelle emotionale Unterstützung, die wir erhalten, kann eine Rolle spielen. If we have not gotten enough sleep, that can have a role to play. Und sogar, ob wir genügend Schlaf bekommen haben, kann eine Rolle spielen. If you haven't slept for 48 hours, what's going to happen to your emotional intelligence? Will it go up or go down? Wenn man 48 Stunden lang nicht geschlafen hat, was passiert mit unserer emotionalen Intelligenz? Wird sie dadurch gesteigert oder geht sie runter? It'll go down. Poor nutrition has a significant role to Sie play. wird sich verringern. Auch schlechte Ernährung hat eine wichtige Rolle. Illness can have a role to play.
illness. Krankheiten spielen eine wichtige Rolle. But for as important as all of those things are, it turns out these factors are of less significance when compared to the next slide. Und so wichtig alle diese Dinge sind, zeigt sich, diese Faktoren sind, vergleicht man sie mit der nächsten Folie, von einer relativ geringen Bedeutung. So what is the major influence on our emotional Was intelligence? ist also der hauptsächliche Einfluss auf unsere emotionale Intelligenz? Our emotions are largely controlled by our beliefs, Unsere Emotionen werden großteils von unseren Überzeugungen kontrolliert, our evaluation of events, unserer Beurteilung der Ereignisse, the way we think about problems, von der Art und Weise, wie wir über Probleme denken and our silent self-talk. und unsere unhörbaren Selbstgespräche. Those are the moment-by-moment messages we're giving ourselves. Das sind die Botschaften, die wir uns selbst von einem Moment zum anderen geben, sagen. And that's where we get into the ABCs of cognitive behavioral therapy. Und das ist der Moment, wo wir in das ABC der kognitiven Verhaltenstherapie kommen. The A is the activating event in our life. A ist das Aktivieren der Ereignisse in unserem Leben. This is when we might be aware that we're experiencing something emotionally. Das ist der Moment, wo uns bewusst wird, dass wir dort etwas Emotionales erleben. And the C stands for consequence. Und das C steht im Englischen für Consequence, also Konsequenz. First, there's an emotional consequence, then a behavioral consequence. Also zunächst gibt es emotionale Konsequenzen und dann Konsequenzen, die mit unserem Verhalten zu tun Now, haben. what you see on the screen is called traditional psychotherapy. Was ihr dort oben an der Leinwand seht, ist die traditionelle Psychotherapie. Traditional psychotherapy ignores the most important part of our emotions. Die traditionelle Psychotherapie ignoriert den allerwichtigsten Teil unserer Emotionen. It basically says that you are the way you are because of what has happened to you growing up and as an adult. Im Prinzip wird gesagt, das, was man ist auf das zurückzuführen, was einem passiert ist, was man erlebt hat, entweder als Kind oder als Erwachsener. And so the psychotherapist continues to go back to these events in your life from before. Und der Psychotherapeut geht dann zurück zu den Ereignissen deines Lebens in der Kindheit und so weiter, was früher passiert ist. And it's kind of an unending process that doesn't really have an endpoint. Und das ist ein Prozess, der eigentlich nie zum Ende kommt. Es geht immer weiter. So what is missing? Was fehlt aber? What is missing is the B. Was hier fehlt, ist der Schritt B. And Dr. Beck and Ellis, some of the authors of cognitive behavioral therapy, call A to C thinking distorted thinking. Und Dr. Beck und Ellis, was that correct? Eine der Autoren dieser Studie hat gesagt, dass dieses A nach C denken ein verzerrtes Denken ist. In fact, they say believing that we have little or no ability to influence our feelings and that events and situations directly cause our emotions and behavior is crooked thinking. Sie sagt, der Glaube, dass wir nur wenig oder gar keine Möglichkeit haben, unsere Gefühle zu beeinflussen und dass Ereignisse und Situationen direkt unsere Emotionen und Verhaltensweisen bewirken, ist ein verzerrtes Denken. Sie sahen einen Ausschnitt aus der 13-teiligen Vortragsserie Emotionale Intelligenz. Die gesamte Vortragsreihe mit Dr. Nedley ist nur auf DVD erhältlich. Die DVD können Sie zum Preis von 42 € erwerben. Bestellen Sie im Onlineshop auf www.vision-medien.org oder unter der eingeblendeten Hotline-Nummer.